Wir sind Manu und Thiago mit Big Shrek, unserem Expeditionsmobil, auf großer Reise Richtung Süden. Seit Mai 2025 sind wir unterwegs, voller Träume, Neugier und einer Prise Chaos. Zurzeit befinden wir uns in Kanada. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind Manu und ich bin Thiago. Und wir nehmen euch mit für die nächsten 1,5 Jahre, indem wir entlang der Panamerikaner reisen. Ja, genau so ist es. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Und das Ganze machen wir mit unserem Big Shrek! Wir nennen ihn auch Biggie, weil Big Shrek ist uns dann doch ein bisschen zu lang geworden, aber der Name stand dann schon. Also haben wir ihm jetzt schon einen Spitznamen gegeben. Genau. Und jetzt zur Zeit sind wir etwa 1,5 Wochen unterwegs. Und sitzen hier gerade gemütlich am Strand in der Nähe von Quebec und lassen uns von dem doch eher etwas kühlen Wetter, wie man an der Jacke sieht, noch ein bisschen aufwärmen von der Sonne, die etwas durch die Wolken scheint. Genau, ursprünglich kommen wir aus der Schweiz, wir leben in der Schweiz und verzeiht uns, wenn wir den ein oder anderen grammatikalischen Hänger vielleicht haben. Könnte sein, weil wir sind ja Schweizer. Thiago ist... Wo bist du geboren? Ich bin tatsächlich nicht in der Schweiz geboren, ich bin in Brasilien geboren und lebe aber schon seit ich klein bin in der Schweiz. Darum haben wir auch ein bisschen heißblütiges Temperament mit uns dabei an Bord. Haben wir definitiv. Ansonsten sind wir zu zweit, wir haben keinen Hund, keine Kinder. Genau, und es würde uns richtig freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr dabei sein wollt, wenn es mal rauf, runter geht, links, rechts mal was kaputt geht, was 100% passieren wird. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet auf unserer Reise. Schön seid ihr dabei. Uns wird es draußen ein bisschen zu kalt, darum haben wir uns jetzt nach drin verschoben, weil die Sonne in Kanada ist auch schon wieder weg. Leider, ja. Wie kommt es aber dazu, dass wir jetzt überhaupt mit unserem Big Shrek in Kanada stehen, Thiago? Coole Geschichte. Wir haben vor ca. 3 Jahren auf YouTube eine Dokumentation gesehen über eine Familie, die die Panamerikaner vom Süden her bereist hat. Mit ihrer Familie, glaube ich, 2 Kinder waren das. Ja, mit 2 Kindern, und das hat uns damals so fasziniert, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das auch machen. Ja, und jetzt sind wir hier. Irgendwie schnell gegangen, das Ganze, oder? Das ging schon schnell, aber ihr kennt vielleicht Thiago noch nicht. Wenn der was anreißt, dann geht es 1-2 Jahre und dann steht man mit dem Lastwagen in Kanada. Und dann hieß es für uns auch beide, die LKW-Prüfung zu absolvieren. Ja, das war ein großer Step. Das war ein großer Step für uns beide. Für mich vielleicht ein bisschen mehr, weil ich habe überhaupt keine technische Ahnung. Und und ein paar Nerven weniger stehen wir jetzt hier. Das sind genau, und vielleicht fragt ihr euch ja auch, warum so ein riesiges Fahrzeug. Ich habe oft schon gehört, auf den kommst du auf keinen einzigen Campingplatz. Die Idee an dem Fahrzeug und dem Konzept vom Fahrzeug war nie, dass wir auf Campingplätze gehen, sondern dass wir so autark wie hier jetzt, wie wir stehen, sind. Und deswegen habe ich mir auch zuerst Gedanken gemacht, so begonnen bei T6, California, was auch immer. Und dann ist das Ganze dann irgendwie jedes Mal größer geworden. Und deswegen sitzen wir jetzt in unserem Scania Chassis mit Dunbliss-Aufbau. Der einfach riesig ist, und hier in Kanada ist es sehr angenehm damit zu reisen. Ja, durchaus. Wir hatten aber schon eine Probereise durch Europa und es war teils eine kleine Katastrophe, weil wir sind durch so kleine Gässchen manövriert. Und Thiago ist da der beste Driver, der hat das schon im Griff, aber für meine Nerven war das gar nichts. Ja, das war schon teilweise sehr anstrengend.
Was man sagen muss, ist halt einfach, dass Europa nicht für solche Fahrzeuge gemacht ist, aus meiner Perspektive. Aber für die Mission, die wir jetzt haben mit der Panamericana, sehe ich unseren Biggie, unseren Big Track als genau das richtige Fahrzeug dafür. Vielleicht noch ein paar Worte zur Panamericana. Voraussichtlich fahren wir nicht die klassische Route der Panamericana. Nein, wir werden jetzt, zurzeit sind wir ja, wie bereits gesagt, in Kanada und werden an die Westküste von Kanada verschieben, werden dann Richtung Norden fahren, eventuell mit Alaska, das müssen wir noch schauen. Und dann würden wir Richtung Süden fahren, bis und mit Mexiko. Dort würden wir dann wieder verschiffen. Wir werden den Teil von Mittelamerika, Plan Stand heute, auslassen. Und anschließend würden wir nach Cartagena verschiffen, nach Kolumbien. Und von dort aus würden wir dann Richtung Süden der Panamericana weiter folgen. Und anschließend würden wir dann die Panamericana verlassen und Richtung Brasilien gehen. Da ich ja meine Familie noch in Brasilien habe, werden wir die noch besuchen an der Nordostküste. Das ist der Plan Stand heute. Pläne sind da, um geändert zu werden. Wir wissen es noch nicht und wir lassen es auch einfach auf uns zukommen. Jetzt geht's weiter mit was denn? Jetzt zeigen wir euch, wie die letzten Tage in Kanada waren, wie wir Biggie abgeholt haben und was wir bereits erleben durften. Viel Spaß dabei! Viel Spaß! All nights, long drives, nothing here but moonlight. Hallo aus Halifax. Wir haben es geschafft. Es ist noch ein bisschen windig und neblig, aber es wird gut. So, wir sind an der Promenade, immer noch unterwegs. Die Manu, die chillt jetzt ein bisschen hier. Sie macht einen Powernap. Schaut euch das mal an. Arbeitsschiff hier. Kurzer Switch. Es ist ein bisschen neblig heute. Ja. Schaut euch diese Yacht an. Das ist doch der Wahnsinn. Richtig krass. Ich bin hier ein bisschen zu fest fokussiert, werde hier schon wieder... Was hast du gemeint? Ich glaube, du bist ein bisschen zu fest fokussiert auf dieses Boot. Ja. Kommst du noch auf andere Ideen? Ja, ich komme danach auf andere Ideen, aber ich möchte eigentlich gar nicht. Aber wenn ich das sehe, dann... Das ist schon ein bisschen gefährlich für den Tier. Ja, das ist so... In our eyes, so sweet to be far from home. Our hands stretched out the window, surfing the breeze as the radio plays. Miles keep rolling, we'll keep going. We can live the dream alive. Siehst du schon was? Nee, leider noch nicht. Ich glaube, das ist wirklich da. Kleine Abschlepper ist auch noch unterwegs. Das kleine Ding hier. Hoffentlich brauchen wir den nie. Ich glaube auch nicht. Das ist jetzt nicht so gut angehört. Ja, ist noch ein bisschen gekratzt, das passt schon. So, wo ist denn unser Fahrzeug hier? Ich glaube, die haben das schon verkauft. Lass uns mal da ein bisschen vorgehen. Der Plan, wir haben uns heute jetzt mal ein bisschen betätigt, zu Fuß, ja. Und da ist unser Fahrzeug. Ja, du bist fokussiert. Ja. Morgen früh gehen wir zuerst zur Reederei, holen die Papiere. Anschließend gehen wir zum Zoll. Beim Zoll lassen wir das Tipp machen. Stempel, blablabla, alles. Ja? Und dann fahren wir genau wieder hier hin, da zu dem grünen Haus da hinten. Und dann gehe ich da rein und dann hoffe ich, dass ich unseren Biggie in Empfang nehmen darf. Und da das alles auch dran ist und drin. On the red dust, it's never smelled so.
uns was Kleines bestellt. Heute nur mal was Kleines. Thiago hatte ein bisschen zu wenig Kartoffeln, darum hat er nochmal extra Kartoffeln bestellt. Leute, ich habe gedacht, das sind die Hash Browns, ja, you know, Hash Browns. Das sind hier Hash Browns. Und ich wollte die wisst schon nicht, weil noch was Kleines Gesundes dazu. Ich hätte sonst noch eine ganze Salad Bowl dazu fürs Frühstück, falls jemand will. Nee, wir müssen uns ja stärken heute, weil es wird ja ernst. Wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 7 Uhr. Und durch Jetlag sind wir auch schon seit 5 Uhr wach. Und ja, nee, das ist super. Oh, great, thank you so much. No, we're fine. Yeah, sure, Thank you thank so you. much. Genau, jetzt bin ich ganz kurz ein bisschen aus dem Konzept geraten. Feels like home. We got no plan. So, was jetzt passiert ist, Thiago geht jetzt alleine in den Hafen rein. Dort hat er eine Warnweste an und wird zum Fahrzeug gebracht und schaut sich das Fahrzeug an, ob das alles noch ganz ist, ob da noch irgendwie was passiert ist während der Verschiffung. Und dann wird das Fahrzeug, wenn alles gut läuft, wird das rausgefahren. Und dann ist Big Shrek eigentlich eingereist in Kanada. Also solange er noch auf dem Hafen steht, ist er halt immer noch auf so einem No-Land oder Niemandsland, genau. Und ja, sobald er das alles gemacht hat, ist er eingereist. Davor waren wir an erster Stelle beim Spediteur, haben dort die Papiere geholt. Er hat uns alles nochmal erklärt, er war sehr, sehr freundlich. Und danach sind wir zum Zoll und dort wurden uns Fragen gestellt, was ist im Fahrzeug, haben wir irgendwelche Lebensmittel da drin. Ja, halt so wie wenn wir irgendwie in ein Land einreisen würden. Und danach haben wir sehr nette Schweizer getroffen, die haben genau dasselbe gemacht. Und noch ein deutsches Pärchen, das war auch mit uns unterwegs. Und die Schweizer haben uns dann netterweise mitgenommen bis zum Hafen, weil wir haben alles mit der Uber gemacht. Und ja, es hat sehr gut geklappt. Und jetzt drücke ich die Daumen, weil ich hole jetzt das Gepäck vom Hotel. Wir haben zwar noch eine Nacht gebucht, aber wenn wir heute schon im Lastwagen schlafen können, dann wäre das natürlich optimal. Und ich hole das jetzt, unsere North Face Taschen und Rucksäcke etc. Draußen regnet es. Es wird ein bisschen lustig heute das Ganze einrichten und dann geht's weiter. Biggie ist wieder da. Endlich! Wie hat's geklappt? Sehr gut geklappt, ja. Hatte ich bereits vorhin schon erwähnt. Ich war noch ein bisschen aufgeregt, bin ich immer noch. Jetzt geht es natürlich darum, die einzelnen Sachen auszupacken und wir haben ja alles schön verstaut und angebunden für die Verschiffung. Und jetzt geht es darum, alles wieder auszuklarieren und bereit zu machen, damit unser Abenteuer starten kann. Gab es keine Kratzer oder sonst was? Nein, gab keine Kratzer, nix. Eine Kiste bringen wir, ja. Die gehen ja dann wieder weg. Und eine Kiste bringen wir nicht auf. Ja, und eine Kiste bringen wir nicht auf, aber das kriege ich noch hin, kein Thema. Da schmeißt er sich dagegen und da klappt das dann schmeiß ich mich gegen schon. und dann geht das. Lay by my side. Keep your eyes wide. Watch all those shooting stars fly. Almost after midnight. Hold my head tight. We're so alive, just like fireflies in the shelter. All I need is love. All I need is love. Wir fahren jetzt tanken, weil wir fast keinen Diesel mehr haben. Ja, Diesel ist langsam outgoing. Das ist gut. Ich bin hier auch die einzige weit und breite, die mit Mütze rumläuft. Die sind hier alle schon im kurze Hose Mut. Aber das geht bei mir nach ein Weilchen. Hier ist es so kalt und es regnet und es windet und die optimalen Bedingungen, um einen Lastwagen komplett einzuräumen. Los geht's. Feels like home. We got no place on where we go. The open road feels like home. We got
Was machen wir hier genau? Ja, wir versuchen einzukaufen. Wir versuchen so gesund wie möglich einzukaufen. Das ist ein Witz. bisschen schwierig hier in Kanada, weil hier hat alles entweder ein bisschen viel Zucker oder sonstige Sachen drin, die wir nicht so vertragen. Ah, das kommt schon gut. Wir finden hier schon was. Ja, und es Lass uns mal schauen. ist halt so viel Auswahl, dass wir ein bisschen gefordert Popcorn. sind. Love it. in the shelter. All we need is love. All we need is love in the shelter. All we need is love. All we need is love. Jetzt habt ihr einen Einblick bekommen in unseren Alltag, den wir selbst noch nicht so gut kennen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Und nächste Folge geht's nach Quebec. Seid dabei, wenn wir Parkplatz suchen, was leckeres essen gehen. Ich glaube, Putin soll da ziemlich gut sein. Putin. Boah, ich mag Putin nicht so, aber ich bin dann definitiv zu haben für ein leckeres Bier an einer coolen Bar. Und wenn ihr dann nichts verpassen wollt, dann bitte abonniert auch unseren Kanal, lasst ein Like da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Hallo zusammen, wir sind Manu Und ich bin Thiago. und wir reisen zusammen die Panamerikaner. Okay, So, jetzt wurde genug gelabert, habe ich das Gefühl. Lass uns was. Nein, nein. lass uns was. Mach nochmal los. Ja, ja. Wir nehmen euch mit auf dem Kanal und zeigen euch ein bisschen, wie der Alltag auf 6 Achsen, Nein, nicht 6 Achsen. Auf 3 Achsen. 3 Achsen, genau,